Moin, jetzt sind wir beim Kanuing und den ersten Tag haben wir uns gleich mit dem Kanu überschlagen. Also ins Wasser rein mit den ganzen Schutzbarrels, wobei wir jetzt auch eine längere Kanu-Tour gemacht haben, als eigentlich vorgesehen ist vom Tearoa Trail, weil man von dem Punkt, wo man denn war, gut starten konnte. Und ein guter Punkt war auch, man hat im anderen Rhythmus wie die anderen Tearoa-Trailer, Tearoa-Hiker. Und ja, jetzt haben wir sozusagen 7 Tage Kanuing und jetzt sind wir bei Tag 3 Nächte, Tag 4. Und über Nacht ist der Fluss so dermaßen angeschwollen und ist so viel Dreck und Zeug jetzt im Fluss, dass wir nicht starten können. Und der Fluss ist halt extrem schnell. Also es ist viel zu gefährlich, um da jetzt zu starten. Daher müssen wir jetzt warten. Und auch unsere Kanus sieht man, die sind halt, also ich würde mal schätzen, 2 Meter ungefähr ist der Fluss angestiegen. Und unsere Kanus hängen jetzt einfach mal 4 Meter vom Weg weg. So, und die haben wir festgemacht. Und ja, wir kriegen die ja gar nicht mehr lose. Müssen wir ja in dem Dreckwasser runtertauchen, um die Knoten zu öffnen. Da sind unsere Kanus und ja, also jetzt bleibt uns nur übrig zu warten, bis das Wasser sinkt. Und ja, und dann können wir halt weitermachen. Und ja, zu essen haben wir zum Glück noch mit, aber wir sind hier mitten im Nix, kein Empfang, gar nichts. Und ja, müssen halt jetzt warten, bis es wieder besser wird. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt noch immer Tag 4 wäre heute, wobei wir dann nicht alles schaffen. Also wir werden dann wahrscheinlich nicht 6 Nächte und 7 Tage unterwegs sein mit dem Kanu, sondern dann 7 Nächte und 8 Tage. Aber ja, es ist trotzdem cool. Aber mal das zu sehen, wenn der Fluss ja extrem angeschwollen und schnell ist. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hoffen wir, dass der Fluss schnell wieder die Normalhöhe bekommt und wir weitermachen können.
So, moin. Jetzt haben wir das Wanganui erreicht. Die Kanutour ist beendet. Wir haben 8 Tage gebraucht. Einen Tag mehr als vorgesehen, weil den einen Tag der, der River, also der Fluss so stark angeschwollen ist oder so stark gestiegen ist, dass wir nicht mehr an die Knoten rangekommen sind, um unsere Kanus zu lösen. So 2,5 Meter ist der Flussspiegel angestiegen. Das ist halt so dreckig und die Strömung wird so stark und da schwimmt so viel Dreck und tote Tiere drin und interessante Steine. Das sind spröde Steine. Steine schwimmen auf dem Fluss, dass man halt nicht mehr an die Knoten rangekommen ist. Und es hört einfach nicht auf zu regnen. Mittlerweile ist der Fluss schon wieder so stark angeschwollen, dass es schon gar keinen Unterschied mehr macht, ob man mit Low Tide oder High Tide nach Wanganui reinfährt mit dem Kanu. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Wir sind ja jetzt von Taumanui nach Wanganui mit dem Kanu gefahren. Das sind 2 Tage normalerweise mehr als im Te Aroha Trail vorgesehen, was auch so geplant war von mir. Allerdings haben wir damit das Tanganui Crossing übersprungen. So, beim Tanganui Crossing ist eine Besonderheit, die Traverse 42 ist ein Teil, also muss man sozusagen überqueren. Ich glaube, es sind um die 40 Kilometer, 30, 40 Kilometer ist die Traverse 42. Und da gab es immense Erdrutsche, weshalb dieser Abschnitt komplett gesperrt worden ist von der DOC, das ist die neuseeländische, ja, was ist das? Ja, die haben Campsites und also, ja, wie so ein Naturschutzbund, die sich um Campsites kümmern, Campsites bauen, auf die Wanderwege schauen und sowas. Auf jeden Fall wurde es von denen gesperrt und als gefährlich eingestuft. Und daher müsste man das dann ganz anders angehen. Also man könnte die vorgesehene Route gar nicht laufen. Daher habe ich jetzt entschieden, da jetzt auch wieder die nächsten Tage schlechtes Wetter ist, ich nicht nach Taumanuri zurückkehren werde, um dann die Tanganui Crossing zu machen. Und diesen Part werde ich überspringen, weil es keinen Sinn macht, auf dem Berg oder im kleinen Gebirge rumzulaufen, wenn es nur am Regnen ist, man einfach keine Aussicht hat, es einfach nur noch in Wolken läuft, wo ich jetzt auch schon einige Bilder von einigen Wanderern gesehen habe, es für mich einfach überhaupt keinen Sinn macht. Es war auf der anderen Seite schade, weil dann halt ein Part fehlt aus dem Te Aroha Trail, aber wenn ich das Ende erreicht habe, also Bluff, bin ich ja noch mindestens ein halbes Jahr länger in Neuseeland. Ich wahrscheinlich dann zurückkehren werde, wenn es möglich ist und es passt. Und das nachholen werde, wenn die Traverse 42 dann wieder intakt ist und dieser Part quasi dann hinten angehangen wird, wenn es dann möglich ist von den Verhältnissen. Was mir ehrlich gesagt sehr schwer fällt, weil ja, ich jetzt einfach ein Stück vom Trail rausschneide. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist so dermaßen hart mit diesen ganzen Regentagen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Regentage es waren, aber ich weiß nicht, 30, 40. Also mittlerweile habe ich schon Wanderer getroffen, die gesagt haben, seitdem die begonnen haben, gab es nicht einen Regentag, seitdem die auf Wanderung sind. Einige Wanderer machen mittlerweile auch 1, 2 oder 3 Wochen Trail Holiday, also dass sie quasi vom Trail weggehen in irgendeine andere Region, wo es halt nicht so viel regnet. Weil es ist einfach nicht normal. Also das ist Tage über Tage Regen. Ich habe jetzt mit einigen Hikern gesprochen. Interessanterweise machen einige den Te Aroha Trail das zweite Mal.
Da habe ich ein paar aus Deutschland getroffen, die haben gesagt, die hatten auch beim ersten Mal vor 3 oder 4 Jahren, wo sie 'n Theoria Trail gemacht haben, 12 Tage Regen. So, und auf dem gesamten Trail, auf der Nord und Südinsel zusammen. So, mittlerweile ich bin jetzt auf dem Kilometerpunkt bei 1366 und ich würde sagen, also jetzt schätze ich, kann's ja nicht, ich habe den mal mitgezählt, aber ich würde mal sagen wir mal, ich schätze mal so 35 Regentage jetzt. Also, es ist ja das Dreifache ungefähr, an Regentagen, was die auf 3000 Kilometer hatten, haben wir jetzt auf 'm bisschen mehr auf 'n Drittel. Also das ist Wahnsinn. Das zermürbt einen, das zermürbt die Wanderer hier. Also man merkt es richtig. Die Leute sind irgendwie nur noch angepisst. Es ist extrem ja, aufreibend. Und nass. Nass. Nass wie Hulle. Aber gut. Mein Plan ist jetzt, ich war jetzt 2 Tage hier, habe ein bisschen Pause gemacht auf dem Campingplatz in Wanganui. Ich werde noch weitere Tage hier bleiben und um einfach mal den Regen jetzt auszusitzen, äh, dass ich dann zumindest an einem Tag dann irgendwie mal in Sonne starte, also 'n Sonnentag nur habe und dann weiter starte. Aber auch für die nächsten 10 Tage, da haben wir vielleicht mal einen halben Sonnentag oder einen Sonnentag maximal und dann kommt wieder Regen, Wolken und alles Mögliche. Was, wie gesagt, es unmöglich macht, diese Tangaroo Crossing zu machen, weil, wenn ich mich nicht irre, man braucht ungefähr 4 bis 5 Tage. Gut, wenn man dann einen Regentag dabei hat, okay, aber das ist zurzeit ist irgendwie unmöglich. Das ist unmöglich. Also, zusammenhängend so viele, Sonntage zu haben. Also von daher, genau, werde ich jetzt noch einige Tage hier bleiben und dann von Wanganui Richtung Süden den Tarawa Trail fortsetzen und dann ist Palmerston North die nächste größere Stadt. Und dann, ja, irgendwann kommt dann auch Hamilton. Hamilton ist auch, nicht Hamilton, Wellington ist dann auch nicht mehr so weit weg. Und dann geht's auf die Südinsel, worauf ich mich schon immens freue. Und ja, ich hoffe, da wird es nicht so viel regnen. Ja, damit verabschiede ich mich erstmal und ich werde jetzt erstmal ein paar Tage hier noch weiter genießen. Und ja, wir sehen uns wieder auf dem Trail. Ein Update habe ich noch. Und zwar habe ich, was das Schlafen angeht, nochmal wieder eine Änderung getroffen. Also um nur ein kleines Update zu geben. Von meinem Startequipment habe ich schon einiges aussortiert. Das war eine Bushbox, Gamaschen habe ich nie benutzt, habe ich einfach weggeschmissen nachher. Dann sind mir meine Carbon-Hiking-Stöcke gebrochen, Walking Poles, also hier Hiking-Stöcker, beide. Dann ist die Luftmatratze kaputt gegangen. Da hat das Rückschlagventil nicht mehr funktioniert. Alle 1,5 Stunden musste ich Luft nachpusten. Da habe ich mir dann diese volle Schaumstoffmatratze geholt für $140, was ich extrem teuer fand, weil das sieht eigentlich aus wie so eine Eierpappe aus Schaumstoff. Und jetzt habe ich die, weil es extrem hart ist, darauf zu schlafen. Gerade wenn, und es ist auch sehr untergrundabhängig ist, weil wenn der Untergrund, also wenn man jetzt auf Beton schläft, das ist unmöglich, mit der Vormatratze da drauf zu schlafen. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Luftmatratze gekauft und zwar ist es diesmal eine Nemo, ultraleicht Nemo Tensor. Ist echt, würde ich mal sagen, Premium. Aber ich muss sagen, das ist mir jetzt echt mal wert, weil ja, ich habe keinen Bock mehr. Das muss jetzt einfach funktionieren. Und Schlaf ist nun mal das Wichtigste, gerade wenn es so viel regnet und alles, musst du vernünftig schlafen können. Deswegen ist es jetzt die Nemo, der gleiche Hersteller wie das Zelt. Und mit dem Zelt muss ich sagen, bin ich extrem zufrieden mit diesem 2-Personen Nemo Hornets Zelt. Gut, das habt ihr ja in den Videos auch immer gesehen, auch diese Formadots, die am
also Schaumstoffmatratze, die an meinem Rucksack dann immer hing. Muss ich sagen, würde ich nicht empfehlen. Gut, wobei ich es bei anderen Hikern oft sehe. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie man schläft. Wenn man jetzt auf harte Matratze oder harten Untergrund gut schlafen kann, denke ich mal, ist das optimal. Die wiegt irgendwie so 430 Gramm, 420 Gramm. Wenn die nass wird, das macht nichts. Man kann die außen am Rucksack ranmachen. Gut, die kriegt ein paar Kratzer und alles, aber ist top. Man braucht nichts aufpusten. Hab keine Angst, brauchst keinen Kopf machen, wenn da mal ein Loch reinkommt. Aber wie gesagt, für mich ist es nichts. Weiß nicht, ich bin ja so vielleicht so ein bisschen Prinzessin auf der Erbse. Ich kann da nicht drauf schlafen. So, deswegen nächste Änderung an meinem Equipment, die Nemo Luftmatratze. Genau, jetzt ist es aber das Ende erstmal wirklich. Und ich denke mal in 2, 3 Tagen werde ich wieder zurückkehren auf den Trail, wieder in alter Stärke und dann geht's weiter.